Ja, ich fange mal mit der allgemeinen Gemütslage an. Und die ist, Stand jetzt, tatsächlich okay. Mir geht's gerade verhältnismäßig gut. Ich habe aber auch direkt am Anfang der Pandemie für mich beschlossen, dass ich morgens aufstehen muss. Das finde ich ganz wichtig. Also nicht lange liegen bleiben, sondern aufstehen, duschen, frühstücken. Eigentlich versuche ich einfach einen normalen Rhythmus am Tag zu haben. Ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach eher ein optimistischer Mensch, auch wenn mich das natürlich alles wie die meisten von uns wie ein Schlag getroffen hat. Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt jemals eine Pandemie mit diesem Ausmaß durchleben müssen. Ja, also deswegen ist auch Vorfreude so schwierig. Weil ich denke halt so, ja, keine Ahnung, ich weiß es halt einfach nicht. Also ohne mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, es ist halt einfach so. Und dementsprechend fühlt sich alles, glaube ich, bei mir gerade so ein bisschen wie angezogene Handbremse an. Es gab auch schon andere Zeiten, wo ich auch richtig Angst hatte, wie das überhaupt weitergeht mit der Kulturbranche, mit der Veranstaltungsbranche, wie das jemals wieder möglich sein soll, mit ganz vielen Menschen, auch vor allen Dingen ausgelassen zusammen zu feiern. Alles unter einem Hut zu bringen, schon auch eine mentale Herausforderung. Eigentlich wollten wir Berufliches und den Job immer möglichst weit weg von unserer Tochter halten. Das funktioniert gerade nicht. Okay, dann fangen wir an. Moin, ich bin Stefan, Geschäftsführer von FKP Scorpio und ich kümmere mich um die Geschicke der Firma zusammen mit Volkert, dem Gründer der Firma. Und zudem buche ich mit meinem Team auch die Festivals, alle Festivals, die wir so machen, in normalen Jahren zumindest. 2020 und jetzt auch 2021 war uns das ja nicht vergönnt, das, was wir gebucht haben, irgendwie auf die Wiese zu bringen. Ja, und wie fühle ich mich? Was passiert jetzt? Das ist schon eine komplexe Frage gerade. Es fühlt sich alles sehr merkwürdig an. Man ist latent genervt von den Dingen, die passieren, weil alles viel länger gedauert hat als erwartet. Es ist auch hart für viele. Für mich ist es so, dass wir jeden Tag deutlich über 10 Stunden arbeiten, um das Schiff auf Kurs zu halten, um das alles irgendwie hinzubekommen in diesen Zeiten. Wir kümmern uns um die Firma an sich, um alle Dinge, die damit zusammenhängen, auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Ansonsten arbeiten wir an Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten, um Veranstaltungen dann irgendwann auch mal wieder möglich zu machen. Und ansonsten verdingen wir uns auch mit der Politik auf Bundes- und Landesebene. Ich bin auch im Vorstand des BDKVs, das ist der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Ja, und uns wird nicht langweilig. Das einzige Problem ist nur, dass halt nichts mehr so ist wie früher und dass das alles natürlich unter einem ganz anderen Stern steht. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird es auch natürlich. Und natürlich muss man ja auch irgendwie weiterplanen, weil diese Hoffnung, die muss man ja auch am Leben erhalten. Ne? Und klar sitze ich dann manchmal am Rechner, beantworte durchaus mal E-Mails, wenn was geplant wird oder wir überlegen uns was und so. Aber was jetzt Mitte, Ende des Jahres davon wirklich passieren wird, wissen wir alle nicht. Und das ist ein ganz, ganz komisches und erschreckendes Gefühl. Ich bin Margoscha, ich bin in der Festivalabteilung und mache da die Artist Relation. Bedeutet, ich kümmere mich hauptsächlich um die KünstlerInnen. Heißt, im Büro alles an Vorbereitung, viel E-Mail-Verkehr, mit wie vielen Leuten kommen die, was brauchen die? Brauchen die einen Parkausweis, brauchen die einen Shuttle, Hotels, solche Geschichten. Und auf dem Festival selber bin ich erste Ansprechpartnerin für die. Falls was vergessen worden ist, falls noch was besorgt werden muss, also alles Mögliche, weiß ich nicht, wenn sie eine Gitarre brauchen oder so, kommen sie zu mir und dann versuche ich denen das Leben so schön wie möglich zu machen. Das ist ja das Tolle daran, irgendwie gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Charakteren so einen Tag oder zum Teil eine Tour oder einen Tag zu bestreiten und was Schönes draus zu machen. Ne? Ich liebe diesen Job, weil du so schnell siehst, was du geschaffen hast. Also du hast so schnell irgendwas in der Hand und erlebst, wofür du was arbeitest.
Man sieht sich dann einmal im Jahr, aber es ist so eine ganz vertraute, freundschaftliche Stimmung. Und das macht natürlich auch besonders viel Spaß und das macht es auch für mich aus. Und das ist auch für mich so der Antrieb, ich sage, ich möchte das jedes Jahr und immer wieder machen und zwar so lange, wie ich irgendwie kann. Wir machen zusammen diesen Abend und wir machen zusammen dieses wirklich einmalige Erlebnis. So, das ist unser gemeinsamer Kuchen, den wir da backen. Mein Name ist Andreas, ich bin Director Sponsoring bei FKP Scorpio. Mein Team und ich sind bei den Festivals in Deutschland für die Sponsorenakquise, Betreuung und Umsetzung zuständig. Mein Name ist Timo Stephan, ich bin Stage Manager auf einer der beiden großen Bühnen auf dem Deichbrand Festival und kümmere mich um die Koordination von Gewerken auf der Bühne. Das geht los bei der Tontechnik, Lichttechnik vor Ort, aber auch mit externen Technikern, aber auch mit den Künstlern und Mitarbeitern, die wir vom Festival stellen, wie die Festival Crew oder Stagehands. Unsere Aufgabe ist es derzeit, die geplanten Aktionen mit den Sponsoren, die jetzt auch durch die Festivalabsagen und Verschiebungen nicht stattfinden konnten, weiter zu besprechen, ob sie in den nächsten Jahren so stattfinden können. Vor allem geht es darum, den Besuchern ja über diese Aktionen verschiedene Möglichkeiten zu geben, auch neben der Musik eine gute Zeit zu haben, ein Erlebnis zu bekommen. Normalerweise würde ich mich jetzt abstimmen mit dem technischen Leiter vom Deichbrand, mit Felix, über die zeitlichen und technischen Angelegenheiten beim Stage Management. Da das Deichbrand ausgefallen ist, fallen auch leider meine Aufgaben weg. Ich hoffe aber, dass wir im nächsten Jahr wie gewohnt weitermachen können. Als es losging, sprich der erste offizielle Lockdown, ist ja praktisch genau auf unsere Tour gefallen, die dann hätte stattfinden sollen. Und dann war relativ schnell klar, dass das alles erstmal nichts wird. Und da kam dann erstmal die Schockstarre. Als die Pandemie über uns hereingebrochen ist und das Telefon nicht stillstand und die Kita zu war und hier alle zu Hause hockten, bei uns zig Fragezeichen aufkamen. Was passiert denn jetzt eigentlich? Werden Festivals abgesagt? Man war so hilflos, weißt du warst so betroffen, so maximal betroffen. Und dann hast du überlegt, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Also was mache ich? Ich bin in der Musikbranche tätig, ich bin auf Tour. Niemand weiß, wann das wieder geht. Wie bezahle ich jetzt meine Scheiße? Das Gefühl, nicht zu wissen, wie ich in 3 Monaten die Miete bezahle oder sich mal auf eine Zeit lang auf eine Packung Nudeln mit einer Dose Tomaten irgendwie zu reduzieren, das kenne ich, das erschreckt mich nicht. Das für das Gefühl von Unsicherheit und Unplanbarkeit habe ich mich mit diesem Job entschieden. Aber ich bin sehr froh, auch jetzt im Nachhinein, dass es einfach Dinge zu tun gab. Wir schreiben mit und für andere Künstler, wir produzieren andere Künstler, wir machen Werbemusik und Filmmusik auch. Glücklicherweise habe ich momentan den Job, dass ich zumindest befristet arbeiten kann in einem Büro und das auch im weitesten Sinne innerhalb der Branche. Das heißt, ich bin nicht wo ganz anders gelandet. Da sitze ich allerdings 40 Stunden in einem Büro. Und dafür bin ich total dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, natürlich, weil mir das einfach mein Leben finanziert. So. Ist aber natürlich eigentlich ja was, wogegen ich mich ursprünglich mal entschieden habe, weil ich selbstständig bin. Ich bin jetzt als Elektrofachplaner selbstständig, das mache ich seit einigen Jahren. Vorher war ich, und da bin ich auch groß geworden, in der Veranstaltungstechnik, habe in der Veranstaltungstechnik gelernt, Bühnen- und Beleuchtungsmeister und habe das Deichbrand eigentlich seit 2008, also relativ früh betreut und bin da jedes Jahr, einmal im Jahr für das Deichbrand tätig. Und das ist für mich eine ganz große Bedeutung, weil das so die Zugschnur oder die Angel ist noch zu meinem erlernten Beruf und deshalb macht mir das besonders viel Spaß. Also unser Job ist im Homeoffice gut durchführbar, weil wir schon vorher auch immer viel telefoniert haben, viele Konferenzen mit Partnern und Sponsoren hatten, viel Abstimmung. Das macht es auf der einen Seite ein bisschen strukturierter, aber der Kalender ist halt auf jeden Fall voll. Ja, das Arbeiten ist natürlich ein ganz anderes jetzt. Man trifft keine Kolleginnen und Kollegen mehr. Der ganze Team-Spirit und alles, was wir da so haben, den versuchen wir natürlich oben zu halten durch digitale Calls und die ganzen Geschichten, aber es ist nicht das Gleiche. Also ich bin so 2 bis 3 Tage die Woche im Büro, den Rest der Zeit auch im Homeoffice. Ansonsten ist man natürlich auch nie mehr in irgendwelchen Locations oder auf irgendwelchen Festival-Sites. Das ist alles weggefallen.
Ja, und die Arbeit hat sich massiv verändert. Ich habe das Glück, dass wir ein Zimmer haben, das ich eben als Büro nutzen kann, als Arbeitsplatz nutzen kann und mich nicht irgendwie an meinen wackeligen Küchentisch quetschen muss. Und wir haben Internet und das funktioniert alles soweit gut, auch mit Teams und all den Tools, die wir dann ja auch nutzen, um eben auch im Team zu kommunizieren. Also ich habe mein Bildschirm mitgenommen, ich habe mich in der Küche aufgebaut, ich bin erreichbar, ich habe schnelles Internet, wichtig. Das Einzige, was natürlich fehlt und was ich gerne gemacht habe im Büro, war, wenn ich schnell irgendwie eine Info brauchte, bin ich halt zu den Leuten gegangen. Also habe ich nicht versucht, die anzurufen, sondern bin halt rübergelatscht. Wir machen viele Events mit dem Team, weil man sich auch gut um die Leute kümmern muss. Es ist nicht für alle eine leichte Zeit, mal von der ganzen Wertschöpfungskette, die an unserer Firma und an den Events, die wir machen, dranhängt. Es ist einfach schon ein echter Brocken, den es für viele zu bewältigen gilt jetzt. Und ja, mir fehlt das Team, ganz, ganz eindeutig. Und die Kreativität und das Miteinander, was entsteht, wenn wir zusammenkommen. Ja, am meisten vermisse ich, dass man über was Konkretes spricht. Also seit über einem Jahr geht es eigentlich nur darum, Eventualitäten zu besprechen. Könnte das denn so sein, dass ein Festival stattfindet? Dieses Lösen von Situationen gemeinsam mit anderen Menschen, ich glaube, das fehlt mir. Und dieses morgens aus dem Bus rausfallen und vor einer Wand stehen, weil man überhaupt nicht weiß, wo man ist. Und ja, das ist, glaube ich, das, was mir wahrscheinlich am meisten daran fehlt. Und Musik fehlt mir. Live-Musik von der Bühne fehlt mir einfach wahnsinnig. Was auch fehlt, also sind natürlich die Festivals, klar, also dafür machen wir ja den Job. Und das habe ich tatsächlich letztes Jahr schon gesagt, als wir das erste Mal die Festivals abgesagt haben, dass mir so die Geschichten fehlen. Was ich auch beim Schreiben dann wieder gemerkt habe, ist, dass normalerweise entstehen unsere Songs immer so, wir haben immer gesagt, zwischen Tour und Angel. Und auch ganz viel im Tourbus und ganz viel und ich merke jetzt, wie sehr ich beim Schreiben und Produzieren davon zehre, was ich gerade irgendwie mit den Menschen, die Bock auf diese Musik haben und die so erleben, so vor meinen Augen live, was das mir doch auch mit ins Studio bringt, immer wieder. Dass das doch sehr viel essentieller und wichtiger für mein Wohlgefühl und auch meine Lebensenergie ist, als ich dachte. Also es fehlt mir auch psychologisch immer mehr. Bei all der Wertschätzung für die Ruhe, ich brauche mal wieder Lautstärke. Ja, und der letzte Festivalsommer war für mich der erste Festivalsommer in den letzten 20 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wo ich nicht auf ganz vielen Festivals im Sommer war. Also ich war ganz nahezu überrumpelt von der Situation, weil ich mir erstmal überlegen musste, was mache ich denn mit der Zeit? Ich habe, glaube ich, alles das gemacht, was man im Social-Media-Bereich gesehen hat, was alle anderen Leute auch gemacht haben. Ich habe Bananenbrot gebacken, ich habe in der Küche Tischtennis gespielt, ich habe wieder mit dem Joggen angefangen. Ich habe ein Vogelhaus gebaut und das steht jetzt am Fenster von meinem Schlafzimmer und dann kann ich hier jeden Morgen, gucke ich mir Piepsis an. Ja, dadurch, dass ich mehr zu Hause bin, habe ich auch mehr Zeit für meine Tochter. Ich kann sie von der Kita abholen, was ich vorher nicht konnte, weil ich einfach beruflich nicht da war. Und in weiser Voraussicht haben wir vor ein paar Jahren einen Kleingarten übernommen. Ein paar Kartoffeln aus dem eigenen Acker auf den Tisch zu bringen, ist schon cool. Dann ist es eigentlich auch so ein schöner Kontrast zu dem, was man jetzt gerade im Homeoffice macht, weil steckst du die Hände in die Erde und am Ende siehst du auch in der Regel, was du gemacht hast. Ansonsten habe ich mir ein sehr heimeliges Hobby zugelegt und habe angefangen, akribisch zu sticken, was mich in einer ganz besonderen Form beseelt und befriedigt, weil es so viel Ruhe bringt. Ich lese extrem viel tatsächlich. Ich versuche mich weiterzubilden. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ich einfach unfassbar viel draußen bin. Ich verbringe meine Zeit bei jedem Wind und Wetter, und das meine ich so, wie ich sage, immer
draußen mit dem Köter und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen und gehen ganz viel spazieren. Also das kam dann natürlich doch, wie es kommen musste. Es gab unglaublich viel zu tun am Ende. Vor allem, weil wir natürlich auch dafür gekämpft hatten, damals noch davon ausgehen, dass die Pandemie vielleicht im Herbst irgendwann endet, dass wir da uns mit Taskforces beschäftigt haben, die das Ganze wieder irgendwie auf die Beine bringen sollten und den Dialog mit der Politik zu starten, damit Öffnungen wieder möglich sind, mit Safe Bubbles und Testkonzepten und so weiter, bevor wir dann irgendwann später gemerkt haben, dass es alles noch viel länger dauern wird und dass die Impfungen schleppender laufen werden und das alles Geduld erfordert. Ich habe Anfang des Jahres tatsächlich angefangen, bei Gobanio zu arbeiten, als Ehrenamtliche, und zwar im Duschdorf hier. Das ist Duschen für Leute, die auf der Straße wohnen. Und da helfe ich und gebe die Sachen raus und mache so ein bisschen die Duschen sauber. Ich habe alles, was dazugehört. Und zusätzlich, weil ich ja so viel Zeit habe und ich offensichtlich meine freie Zeit gar nicht mehr so gerne genießen möchte und viel zu tun haben möchte, ich arbeite im Impfzentrum und mache da quasi Verwaltungskraft. Ich habe mich auch viel aufs Fahrrad gesetzt, weil ich auch ein bisschen trainieren musste, weil wir sind Ende des Sommers von Nürnberg an den Bodensee mit den Fahrrädern gefahren und wir haben keine E-Bikes. Also wir haben echt ordentlich gestrampelt und hatten dann jede Nacht eine andere Unterkunft, also ein Ziel, das wir dann auch erreichen mussten. Wir haben jetzt nicht so mit Zelt und können dann einfach abbrechen, wenn wir keinen Bock mehr haben, sondern wir mussten dann auch durchziehen. Und es macht mir auch wieder wahnsinnig Spaß, so kreativ zu sein. Das ist meiner Zeit als Geschäftsführer so ein bisschen geschuldet, dass das echt zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren. Das habe ich so richtig wiederentdeckt für mich. Ich spiele auch im Hurricane Swim Team. Wir öffnen das Festival ja jedes Jahr mit einem neuen Song und mache aber auch noch ganz viele andere Sachen musikalisch, die immer so ein bisschen im Verborgenen geblieben sind und auch größtenteils bleiben werden, denke ich. Es macht mir aber schon großen Spaß, hier zu sitzen. Ich habe mir irgendwann diese Höhle hier eingerichtet, um hier wirklich Musik zu machen. Und von hier arbeite ich auch, wenn ich zu Hause bin. Und ja, es macht mir großen Spaß. Und das so einen kreativen Output wieder rauszulassen und mal wieder ein bisschen zu professionalisieren, hat mir auf jeden Fall gut getan. Ja, das bin ich. Ich habe viel gelesen, ich war viel spazieren. Aber vor allem ist so dieser Rush, der rausgegangen ist, auch beim Musikmachen, auch mit anderen Leuten zu arbeiten. Es ist alles aus meiner privilegierten Situation heraus, der ich mir sehr wohl bewusst bin. Aber das ist was ich beibehalten möchte. So, das ist Dinge nicht nur zu tun, um sie zu tun, sondern sie auch so richtig bewusst wahrzunehmen und zu erleben und als Erinnerung, als schöne Erinnerung abzuspeichern. Ja, doch, das finde ich gut. Ja, wenn ich das alles so erzähle, wir sind Bahnen gefahren im Sommer und Fahrrad gefahren und dann habe ich noch eine Sprache gelernt und habe mir das Brotbacken angefangen und so, das klingt natürlich alles dann auch immer schön und endlich hat man mal Zeit dafür und das ist es ja auch, das will ich ja gar nicht leugnen. Nur darf man halt nicht vergessen, diese Zeit habe ich oder hat die ganze Branche und ganz viele Menschen, die eben in der Kultur arbeiten, die haben wir halt alle gerade nur, weil wir eigentlich nicht das machen dürfen, was wir machen wollen. Genau jetzt auch, also gerade im Sommer, ne? Da stehen wir eigentlich auf den Festival-Äckern und rocken eben die Republik und jetzt sind wir gezwungen, aus guten Gründen, gar keine Frage, aber wir sind gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und wir können natürlich nichts tun und den ganzen Tag Netflixen oder wir suchen uns Aktivitäten und gucken, dass wir dann eben das Beste draus machen. Wir haben in der Pandemie auch alle sehr viel gelernt. Ich glaube, wir haben gelernt, besser aufeinander aufzupassen, auch wenn das nicht für alle Menschen in diesem Land gilt, aber der Großteil tut das schon und das finde ich sehr gut. Ich finde, dass Wertschätzung einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat nochmal. Ich hoffe, dass wir uns davon viel erhalten können, wenn diese Pandemie hoffentlich dann irgendwann bald mal vorbei ist. Und ich glaube, dass man sehr auf seine Mitmenschen aufpassen muss. Viele knabbern sehr an der Krise, weil vielen die Quellen der positiven Energie total fehlen gerade. Also das, was normalerweise uns die Power gibt im Alltag, aber auch im Job vor allem,
durchzuhalten und das alles zu machen, was wir ständig tun, das ist schon schwierig geworden in so einer Situation. Und wenn wir das schaffen, diese Quellen wieder zu reaktivieren, nämlich durch die Punkte, auf die wir uns alle am meisten freuen, nämlich Kultur, Festival, Konzerte, Events aller Art, wieder erleben zu können und wieder beim Hurricane, beim Southside, beim Deichbrand, wo auch immer, auf der Bühne zu stehen, wenn der Headliner spielt. Und viele, viele tausend Menschen gehen vor der Bühne ab und zelebrieren das, wofür wir das ganze Jahr arbeiten und was wir lieben, genauso wie sie und wo wir auch alle zu einem großen Ganzen werden. Darauf freue ich mich am meisten und darauf müssen wir alle ganz dringend zusammen hinarbeiten. Und ansonsten kann man nur unglaublich dankbar sein für die wahnsinnig tollen Festivalbesucherinnen und Besucher, die wir haben, dass die große Solidarität, die wir im letzten Jahr schon hatten, auch gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, uns als Veranstaltern, als Festivals und auch der Besucherinnen und Besucher, dass es in diesem Dreieck wieder funktioniert. Dass alle ihr Ticket behalten, dass die Bands für nächstes Jahr wieder bestätigen, dass wir gemeinschaftlich die Reise nach 2022 antreten, was wir im letzten Jahr schon mal machen mussten für das Jahr 21 und dass wir dann wirklich im nächsten Jahr alle zusammenkommen und alle zusammenhalten und dass es auch wenig Gemecker und wenig Fragen dieser Art gibt, sondern einfach alle sagen, ja, lass uns zusammen durchhalten und nach vorne gehen. Das ist das Tollste, was gerade passieren kann in dieser etwas trostlosen Zeit. Und dafür bin ich wirklich allen unglaublich dankbar und auch ein großes Dankeschön an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Das ist mega und das ist das Einzige, was uns hilft, was der Kultur hilft, was den Künstlerinnen und Künstlern hilft und was dazu beitragen wird, dass wir uns dann im nächsten Jahr auch wieder so kulturell zusammenfinden können, wie wir das gewohnt sind, wie es uns Spaß macht und wie wir es lieben. Wenn ich an den nächsten Sommer denke und davon ausgehe, ich weiß, es wird wieder Festival sein. Es wird wieder möglich sein, mit Zehntausenden von Menschen gemeinsam an einem Ort versammelt, richtig gute Bands live, nicht im Stream, nicht über dem Bildschirm, nicht sonst wie, sondern live vor der Bühne zu sehen. Also da werde ich echt ein bisschen aufgeregt. Das ist einerseits ganz unglaublich und andererseits wunderschön. Dieses Bild, was ich da gerade in meinem Kopf habe. An dem Tag, wo man wirklich anreist, da wird man sich echt fragen, so okay, wo fangen wir denn jetzt hier an? So, lang nicht mehr gemacht. Morgens diese erste Band zu begrüßen und Hallo zu sagen und denen alles zu zeigen und so, das ist eine Sache, auf die ich mich wahnsinnig freue. Am meisten freue ich mich auf den Funkspruch, wenn der sagt, dass jetzt die letzten Fahrzeuge vom Gelände müssen, weil wir in einer Stunde öffnen und wir dann endlich wieder wissen, dass es gleich normal ist. Es gibt einen wahnsinnig guten Moment auf Festivals, der ist ganz wichtig für mich. Und zwar versuche ich immer einmal bei der Headliner-Show ins Publikum zu gehen. Und dann schaue ich mir die Leute an und versuche so dieses Feeling, was so vor der Bühne herrscht, mitzunehmen. Und das macht mich selber glücklich. Wenn ich sehen kann, dass die Leute vor der Bühne glücklich sind, das macht mich auch glücklich. Und das ist auch etwas, deswegen macht man, glaube ich, diesen Job. Tatsächlich sehr auch auf die Leute und die Crew freue, die ich seit einem Jahr und jetzt ja seit dem letzten Deichbrand seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Und da macht das besonders viel Spaß, weil das wie so eine Familie ist. Man sieht sich lange nicht, aber man ist total vertraut und hat ganz viel Spaß miteinander und erlebt ein echt super tolles Wochenende mit vielen Leuten. Ne? Das, glaube ich, habe ich durch Corona gelernt, dass das doch eine höhere Bedeutung hat, als ich gedacht hätte. Ist für mich eigentlich relativ einfach, weil tatsächlich ist es jetzt kein kleines, süßes, schnuckliges Detail oder so. Aber wenn es wirklich wieder losgeht, merke ich jetzt in meinem Entzug, freue ich mich am allermeisten auf euch.